Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Ich weiß nicht, ob ihr das Entenbrust-Video gesehen habt, aber die Entenbrust war mega zart und hat super gut geschmeckt. Und deshalb habe ich mir überlegt, wir gucken mal, was wir noch Niedrigtemperatur garen können. Und deshalb gibt es diese Woche Entenbein. Ja, wir werden versuchen, heute ein Entenbein in Niedrigtemperatur garen zu kochen. Also zu backen, besser gesagt. Und schauen mal, ob uns das genauso gut gelingt wie die Entenbrust. Deshalb bleibt dran, wir gehen in die Küche und werden uns mal die Zutaten anschauen. Kommt mit! So, kommen wir zu den Zutaten für die Entenbeine oder Entenkeulen. Da hätten wir ca. 100 Gramm Trockenpflaumen. Dann brauchen wir ein bisschen Sellerie. Ich habe noch ein bisschen Porree dazu getan. Das liegt zwar nicht oder steht zwar so nicht im Rezept, aber wir werden es trotzdem probieren. Dann 1, 2 Möhren, eine Schalotte, einen Apfel. Und das ist die Spülmaschine. Da müssen wir mal ganz kurz ausmachen. Moment. So, gegluckert zu Ende. Können gleich weiter arbeiten. Also, und dann brauchen wir noch ein paar Gewürze, wie zum Beispiel Rosmarin und Thymian. Und das werden wir jetzt klein schneiden als Grundlage für die Entenbeine. So, für die Soße habe ich mir überlegt, nehmen wir etwas Rotwein, Honig und Orangensaft und Geflügelfond. Den Honig brauchen wir auch später zum Karamellisieren und zum Bespreichen der Entenkeulen. Und ich habe mir gedacht, das muss eine besondere Note rein. Und deshalb nehme ich etwas Goldsaft. Das ist im Prinzip Rübenkraut. Ja, wie nennt man das? Rübensirup, Zuckerrübensirup. Entschuldigung, Zuckerrübensirup, nicht Rübenkraut, das ist falsch. Zuckerrübensirup. Und damit werden wir die Soße nachher machen. Und ich glaube, dass die Kombination aus Orange, Pflaume, Zuckerrübensirup und Rotwein super gut schmecken wird. Und natürlich etwas Geflügelfond, um noch ein bisschen mehr Intensität reinzubekommen. Als Gewürze natürlich noch Salz und Pfeffer. Und das war es auch schon. Ach ja, und der Star natürlich, die Entenkeulen. Ich habe hier 3 Stück besorgt. Da müsst ihr gucken, hier sind zum Beispiel noch so 1, 2 Kiele drin. Die müsst ihr rausziehen. Die sind jetzt schon gewaschen und abgetupft und abgetrocknet. Da müssen jetzt noch die Kiele raus und dann können wir die auch schon nutzen. Okay, das müssen wir jetzt alles grob würfeln. Also das sind Biomöhren, deshalb werden wir die auch nicht schälen. Die sind alle gewaschen worden und dann machen wir einfach ein paar grobe Stücke draus. Ich nehme mal das andere Messer, das geht schneller. Schön auf die Fingerchen aufpassen. Auch da nehmen wir mal besser das kleine Beil. Dann haben wir hier so ungefähr 80 Gramm von dem Sellerie. Dann werden wir den Apfel, der ist aus unserem Garten, oh, der ist faul. So schnell geht das, wenn man Äpfel aus dem Garten nimmt. Dann müssen wir uns einen anderen holen. Eine Sekunde. So, der sieht gut aus. Dann müssen wir die Schalotte noch klein machen. So, das kommt auch in den Bräter. Das zeige ich euch gleich auch. Und zum Schluss müssen wir noch die Pflaumen ein bisschen hacken. So. Okay, so, dann hole ich euch mal ganz kurz hier den Bräter ran. So sieht das jetzt aus. Das vermischen wir jetzt ein bisschen. So. Und dann legen wir an den Rand noch ein bisschen die Kräuter. Da sollten wir vielleicht mal hinten noch was abschneiden. Auch vorher schön waschen. Okay, und obendrauf kommt dann die Gänsekeule. Die werden wir jetzt einmal von der einen Seite und von der anderen Seite noch mal ganz kurz salzen und pfeffern. Moment, dann nehmen wir mal das Salz für. Und dann ein bisschen noch Pfeffer oben drüber, nicht zu viel. Das machen wir von beiden Seiten. Ja, einmal. Und zweimal. So, und das war es auch schon. Und dieser Bräter kommt jetzt für circa 3,5 Stunden in den Backofen. Ich empfehle euch tatsächlich, das mit einem Temperaturmessgerät zu messen. Die Kerntemperatur sollte Pi mal Auge 75 Grad oder etwas mehr haben.
um sicherzugehen, dass das Fleisch sehr zart ist und dass es wirklich gar ist, denn das ist Geflügel. Denkt dran, Geflügel ist immer so ein Thema für sich. Da muss man ein bisschen aufpassen mit Salmonellen und so einem Kram. Man hofft natürlich, dass da nichts drauf ist, das weiß man aber nicht. Und deshalb werden wir den auch einigermaßen gut durchbringen müssen. Okay, das war's schon. Ab in den Backofen. In 3,5 Stunden sehen wir uns wieder. Also es sind jetzt knapp 3 Stunden um. Und wie ihr seht, sind die Gänsekeule soweit gut. Ich habe die Temperatur gemessen. Wir liegen jetzt hier bei ungefähr 85 Grad. Also das ist wirklich schon gut durch. Hätte ich gar nicht erwartet, gut, dass ich nachgemessen habe, sonst werden sie vielleicht sogar verbacken. Warum das jetzt schneller geht, weiß ich nicht. Der Ofen stand auf 100 Grad. Hat aber sehr gut funktioniert. Und wir werden jetzt die Beine, werden wir jetzt mal rausnehmen, weil die müssen jetzt noch kross braten. Das heißt, wir holen die mal raus und legen die mal auf einen Teller. Und dann werden wir sie aus einer Mischung von Honig und Fond bestreichen und dann nochmal in den Backofen bringen. Und aus dem Rest machen wir dann die Soße. Gut. Der Sud, beziehungsweise jetzt das Gemüse, was wir zum Braten mit reingemacht haben, das kommt jetzt mit in den Topf. Und daraus machen wir gleich die Soße. Und den Bräter brauchen wir jetzt nochmal zum Überbacken der Entenkeulen. Das heißt, wir schieben den Topf zur Seite und legen jetzt die Entenkeulen mal in den Bräter. Vorsicht, dass er sich nicht verbrennt, die sind natürlich heiß. Und jetzt bestreichen wir die mit einer Mischung aus Honig und Gemüsefond. Dafür nehmen wir ein kleines bisschen vom Gemüsefond und einen Esslöffel Honig. Am besten einen nehmen, der flüssig ist, dann vermischt sich das besser. Ja. Und diese Mischung machen wir dann dünn über die Beine drüber. Ja. Sieht lecker aus. Ich könnte das theoretisch sogar ein bisschen weniger vornehmen, dann klebt das noch ein bisschen mehr. Man muss natürlich jetzt gleich aufpassen und es in den Backofen bringen, dass es nicht verbrennt. So, den Rest tun wir mit in das Gemüse. Und dann kommt der Kram nochmal in den Backofen. Den Backofen stellen wir auf 220 Grad Umluft mit Grillfunktion. Und wenn der gleiche Temperatur erreicht hat, ich habe die nochmal kurz rausgeholt, dann kommen die natürlich rein. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Soße. Und dazu kochen wir jetzt den Sud auf, beziehungsweise das Gemüse auf. Und da habe ich mir überlegt, ich nehme hier so einen Löffel von dem Goldsaft, das ist im Prinzip Zuckerrübensirup, mit rein. Ich glaube, dass das mit den Pflaumen, die da drin sind, sehr gut harmonieren wird. Und da warten wir jetzt, bis das ein bisschen geschmolzen ist. Das karamellisiert auch, weil da relativ viel Zucker drin ist. Und dann gießen wir das Gemüse mal an mit Rotwein und lassen den Rotwein so um die Hälfte Pi mal Auge reduzieren. Ich würde mal sagen, 200 Milliliter. Probieren wir aus. Und dann schauen wir mal. Gut, also einfach aus der Hand angießen. Pi mal Auge 200 Milliliter. Und das lassen wir jetzt kurz einkochen und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, das ist jetzt schön reduziert. Und jetzt gießen wir das noch mit dem Geflügelfond an. Dann lassen wir das gut aufkochen und werden die Soße pürieren und danach mit Salz abschmecken. Und dann schauen wir mal, wie die Konsistenz ist. Entweder müssen wir das noch binden oder es geht so. So, dann werden wir das jetzt vorsichtig pürieren. Passt auf, dass das nicht zu viel spritzt. Denn jetzt so eine Verbrennung muss jetzt nicht sein. Okay, also die Soße ist dick genug. Da brauchen wir nichts andicken. Im Gegenteil, da können wir sich überlegen, ob wir die noch ein bisschen verdünnen nachher. Ich würde mal sagen, wir stellen die jetzt runter, sonst spritzt das zu sehr. Und dann schmecken wir sie mit Salz ab. Ah, heiß. So, nachdem wir uns jetzt alle verbrannt haben, salzen wir das noch ein bisschen. Möglicherweise ist nichts Schlimmes passiert, aber ja, wie befürchtet hat es ein bisschen gespritzt. Und jetzt schmecken wir das mit Salz noch ab. Und dann denke ich mal,
können wir die Soße auch schon so lassen. Schauen wir mal, wie die schmeckt jetzt. Sehr, sehr lecker. Gut, die lassen wir so. Dann warten wir, bis die Gänsekeulen fertig sind und dann können wir auch schon probieren. So, also da müsst ihr wirklich aufpassen. Also die sind hier oben schon leicht knusprig geworden. Wir tun die noch 2 Minuten rein und dann gibt es auch schon Essen. Gut, wir lassen das jetzt so. Das Resultat sieht eigentlich ziemlich gut aus. Und dann werden wir jetzt anrichten und probieren. So sieht das Resultat aus. Einfach nur lecker. Und jetzt werden wir das probieren. So, liebe Freunde der historischen Küche, dann würde ich jetzt sagen, wir probieren jetzt mal, wie die Entenkeule so geworden ist. Und ich schneide mir mal hier so ein Stück runter und esse die mal mit ein bisschen von der Soße. Ist sehr, sehr lecker geworden. Das Fleisch ist sehr, sehr zart. Es ist nicht so zart wie die Entenbrust, die ihr vielleicht letzte Woche gesehen habt im Video. Nichtsdestotrotz, mega lecker, nicht trocken, saftig. Vielleicht würde ich beim nächsten Mal tatsächlich von der 85 Grad Kerntemperatur noch etwas weiter runtergehen, vielleicht so auf 80. Ich vermute mal, da kriegt man die noch zarter hin. Aber ihr habt es ja in dem Video gesehen, die Vorgaben für die Garzeit, die passten einfach nicht zu der Realität zusammen. Sie waren nämlich schneller gar. Und als ich sie zwischendurch gemessen habe, hatte sie die Kerntemperatur schon erreicht und ich musste sie sofort rausholen. Also beim nächsten Mal würde ich das ein bisschen anders machen. Ich glaube, da würde ich auf 80 Grad gehen. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn sie 85 Grad ist, so wie sie jetzt geworden ist die super lecker. Also wirklich, als Weihnachtsessen kann ich nur empfehlen. Auch die Soße schmeckt so eine gewisse Süße raus. Also der Zuckerrübensirup war eine wirklich gute Idee, ihn mit da rein zu tun. Alles sehr gelungen. Also wenn ihr ein eigenes Rezept habt, vielleicht so ein altes Familienrezept, wo ihr sagt, das finde ich total lecker, schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Ich würde das gerne ausprobieren. Sonst testet es zu Weihnachten mega. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, auch gerne die Glocke drücken, abonnieren und gerne auch das Rezept teilen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt auch mir das in die Kommentare. Würde mich auch super freuen. Ich bin über jedes Feedback sehr dankbar. Positiv und negativ natürlich. Und freue mich auf nächste Woche. Wir sehen uns. Ich setze es auf. Macht's gut. Bis dann.